Haben alle Menschen die gleiche Chance, an der Universität Wien zu studieren, zu forschen oder zu arbeiten, wenn sie das möchten? Die kurze Antwort lautet Nein. Denn gesellschaftliche Ungleichheiten sind ein strukturelles Problem, das auch nicht vor der Bildung und Forschung Halt macht. Stellen Sie sich eine Laufbahn vor, auf der nicht alle Menschen von der gleichen Startlinie losrennen oder losrollen. Der Weg kann länger sein, wenn ein Student aus einem nicht-akademischen Elternhaus weniger unterstützt werden kann. Der Weg kann länger sein, wenn es für ForscherInnen mit Behinderung noch keinen barrierefreien Arbeitsplatz gibt. Der Weg kann länger sein, wenn bei einer jungen Bewerberin im Auswahlprozess angenommen wird, dass sie als Frau ohnehin bald in Karenz gehen wird. Oder angenommen wird, dass sie keine guten Deutschkenntnisse besitzt, wenn sie einen nicht österreichisch klingenden Namen hat. Und stellen Sie sich vor, dass manchen Menschen auf ihrem Weg Hindernisse begegnen, die andere nicht überwinden müssen. Ein Hindernis kann sein, wenn ein Kollege in der Mittagspause nicht offen über seinen Ehemann sprechen kann und deswegen weniger am sozialen Geschehen des Arbeitslebens teilhat. Oder wenn eine Wissenschaftlerin wegen des Homeschooling in Corona-Zeiten weniger Artikel einreichen kann. Oder wenn eine Studentin noch mit ihrem früheren männlichen Namen in der Anwesenheitsliste aufscheint und somit ungewollt als Transperson geoutet wird. Ein günstiger Startpunkt und gute Bedingungen für das Weiterkommen sind Privilegien. Privilegien sind historisch entstanden. Diejenigen, die weiter vorne sind nicht unbedingt schneller, stärker und besser gewesen, sondern manche Menschen haben aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe Vorteile, eine Startposition weiter vorne. Andere Menschen wiederum erleben aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe strukturelle Diskriminierung, eine Startposition weiter hinten. Doch wäre es nicht gerecht, wenn alle einen möglichst gleichen Startpunkt und gleiche Bedingungen für den Wettbewerb des Alltags hätten? Gleichstellungsarbeit ist wichtig, um diese Chancengleichheit zu fördern, denn von alleine ändert sich Ungleichheit nicht. Gleichstellen ist ein Verb. Es geht um aktives Handeln. Und Gleichstellungsarbeit muss auf verschiedene Weisen passieren. Durch Wissensvermittlung, Förderung und Beratung sowie Monitoring. Bei Wissensvermittlung geht es darum, sich der verschiedenen Startpunkte und Hindernisse aller Menschen bewusster zu werden. Das passiert zum Beispiel durch Weiterbildung von MitarbeiterInnen und Führungskräften oder in der Lehre zu Gender- und Diversitätsthemen. Bei Förderung und Beratung geht es darum, Nachteile von einzelnen Menschen auszugleichen, die Teil einer oder mehrerer strukturell ungleich behandelten Gruppen sind. Das passiert zum Beispiel durch ein Stipendium, Vernetzung oder Beratung bei Diskriminierungsfällen. Bei Monitoring geht es darum, Daten und Wissen zu Ungleichheiten zu schaffen und zu analysieren. Nur so können wir beobachten, in welche Richtung wir uns bewegen und wo noch nachgeholfen werden muss. Das passiert zum Beispiel durch Erhebungen des Frauenanteils oder des Gender Pay Gaps. Gleichstellen ist etwas, das wir alle tun können. Gleichstellung ist ein gemeinsamer Weg, bis alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben, um Teil unserer Universität zu werden.